Du kennst es bestimmt, du willst in die Oktave binden und der Ton kommt einfach nicht richtig, beziehungsweise er hat keinen Klang. Er klingt matt und dumpf, zu hoch. Er klingt, naja, wie wenn man seine Nase nicht über die Klimmzugstange bekommt, zu tief. Oder er klingt einfach quäkig. Und jetzt muss man versuchen, eine Strategie zu entwickeln, damit man eben diesen Oktavsprung, sagen wir mal C1 auf C2, so spielen kann, damit oben der Ton auch stimmt. Wir machen mal die drei Möglichkeiten durch. Also, ich übersteuere komplett mit meinem Ansatz dieses C, das heißt, es wird da definitiv zu hoch klingen. Und ich merke es auch hier, es ist angestrengt, beziehungsweise der Ton, der gefällt mir vom Klang nicht. Der klingt einfach wie abgedrückt. Zu hoch. So, zweite Möglichkeit. Du bleibst auf dem G, also auf dem Naturton, der zwischen C1 und C2 liegt, hängen. Kommst also oben tendenziell eher zu tief an. Oder du drückst nochmal mit der Luft richtig drauf, damit der Ton von G1 auf C2 überspringt. Und auch dann haben wir unser Ziel nicht so erreicht, wie wir es gerne hätten. Wichtig ist eben, dass wir Bai, Bai, und ihr seht es schon, die Zunge arbeitet definitiv mit Bai, Ai. Die macht auf jeden Fall diese nach oben gerichtete Vorwärtsbewegung. Dai. Und dann geht es auch mit der Stimme in die Oktave rein. Ich übertrage das gleich direkt mal auf die Trompete. Jawohl, also das G1 ist auf jeden Fall klanglich nicht zu hören. Schon mal super. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich oben auch nicht zu stark hineinpuste, weil sonst habe ich das Problem, wie dass der Ton einfach zu hoch wird, sondern ich lasse die Luft fließen und zwar offen. Bai. Und dann kann ich auch die Lautstärke reduzieren, weil dadurch, dass ich mir diese Bewegung beigebracht habe mit der Zunge, natürlich spannt sich der Ansatz auch an, das ist ganz klar, aber dadurch, dass ich die Bewegung der Zunge immer wiederholt habe, merke ich ganz deutlich, was die macht. Und ich kann dann auch den Luftstrom reduzieren, das heißt Lautstärke minimieren, übers Forte, Mezzo, Piano bis ins Piano gehen und habe immer noch die gleiche Bewegung und der Ton kommt auch, ohne dass ich beim mittleren liegenden Naturton hängen bleibe. Das ist schon mal eine ganz wichtige Angelegenheit. Sollte zum Beispiel auf dieser Bindung ein Crescendo stehen, musst du auch aufpassen, dass du nach oben hin aufgehst. Bai, weil sonst haben wir wieder das Bai, ne, diesen bohrenden, ekelhaften, nasalen Trompetenklang. Und da muss man einfach aufpassen, dass man auch beim Crescendo eben aufgeht. Bai, di, ja, di, ja, di. Zum Beispiel, ne, um eine kleine Melodie zu machen. Oder Bai, di, 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 dim. Filmmusik, E.T. Na, kann man alles dann anschließen, aber du schaffst es einfach, bei klanglich und von der Intonation auch gut oben anzukommen. Und trainiere so, dass dir der Klang oben auch gefällt. Hast du das Gefühl, dass du immer hängen bleibst, reduziere diese Bindung auf die Technik, was muss denn passieren, und übertragst dann wieder in den musikalischen Kontext und versuche das in deinem Tempo dann mit einzubauen. Hast du Fragen dazu? Dann ab in die Kommentare. Ansonsten gerne am Ende ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.